Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Kartoffelhälften, überbacken mit Thunfisch, Käse und Mais. Dafür als erstes 1,25 Kilogramm festkochende Kartoffeln in der Mitte halbieren. Die Schale könnt ihr, sofern die Kartoffeln unbehandelt sind, dran lassen, in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken, dann kräftig salzen und für ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, so lange bis die Kartoffeln gar sind. Währenddessen kümmern wir uns um die Füllung bzw. das Topping. Dafür als erstes eine rote Zwiebel abziehen und fein hacken, die Zwiebeln in eine Rührschüssel geben. Außerdem kommen noch 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu, ebenfalls abziehen und fein hacken und zusammen mit 150 Gramm Mais, 125 Gramm geriebenem Käse, ich habe hier geriebenen Gouda verwendet, einer Dose Thunfisch samt Aufguss und eigenem Saft und 200 Gramm Creme Fraiche in eine Rührschüssel geben, alles einmal gut miteinander verrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und zum Schluss noch mit einer guten Prise Salz und Pfeffer abschmecken. Die Rührschüssel anschließend bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen, die Kartoffeln nach der Garzeit vom Herd ziehen, abgießen und kurz ausdampfen lassen, dabei immer darauf achten, die Stolperfallen in der Küche nicht zu übersehen und sobald die Kartoffelhälften dann etwas abgekühlt sind, nebeneinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, jetzt die Thunfischfüllung auf den Kartoffeln verteilen, großzügig jeweils 1 bis 2 Esslöffel darauf verstreichen, je nach Größe der Kartoffeln, und so geht das Backblech anschließend für ein paar Minuten zum Überbacken in den vorgeheizten Backofen, relativ weit oben mit angeschalteter Grillfunktion, bis die Kartoffeln eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Nach etwa 8 Minuten konnte ich meine Kartoffeln wieder aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Zum Schluss für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen und danach am besten sofort servieren. Bei uns gab es einen grünen Salat mit Joghurtdressing dazu. Dafür die Kartoffeln einfach neben dem Salat anrichten und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.